Ja, hallo zusammen. Freut mich, euch alle hier zu sehen und euch zu begrüßen zur heutigen Kundgebung gegen die Politik, die G7 heute hier machen und vertreten. Doch was sind die G7 überhaupt? Die G7 sind kein demokratisch legitimiertes Gremium, sondern ein Treffen von Vertretenen der 7 wirtschaftsstärksten Industrienationen. Bei den G-Treffen wird zum Beispiel über Wirtschafts-, Außen- und Innenpolitik diskutiert, wobei der Fokus darauf liegt, die Wirtschaftsmacht der G-Staaten zu erhalten. Dabei stehen nicht die Menschen auf dieser Erde oder die Umwelt im Fokus, sondern der Machterhalt der Institutionen der G-Staaten. Bei G-Treffen treten lokale Gesetze außer Kraft. Rote Sperrzonen werden erklärt, in welchen das Demonstrationsrecht nicht mehr gilt. Widerstand und Kritik sind offensichtlich von diesem nicht legitimierten Gremium unerwünscht. Extreme, sogar tödliche Polizeigewalt begleitet die G-Treffen um die Welt. So zum Beispiel beim G8 in Genua, als Carlo Giuliani durch die Polizei erschossen wurde. Oder bei G20 in Hamburg, wo der rechte Polizeieinsatzleiter Hartmut Dudde die friedliche Welcome to Hell Kundgebung durch die Polizei angreifen und auflösen ließ. Nun sind die G7 in Münster. Wir wollen keine autoritären G-Treffen, bezahlt vom Staat, begleitet von brutaler Polizeigewalt, sondern Entscheidungen, die von der Basis der Gesellschaft getragen werden. Danke. Dieses Jahr war geprägt vom weiteren Anhalten der Corona-Pandemie, Dürren und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dies ist auch der größte Punkt, um den es beim G-Treffen in Münster geht. Doch wie wird die Ukraine in diesem Krieg unterstützt? Insgesamt 84 Milliarden Euro sind bereits der Ukraine in Form von Hilfen zugesagt worden. Davon 6,5 Milliarden Euro durch Deutschland. Eine riesige Menge Geld, die hier verfügbar gemacht wurde. Und in welcher Form wird den Menschen in der Ukraine hier geholfen? Der Großteil, nämlich 45% der Hilfen, sind militärisch. 40% der Hilfen sind finanziell. Nur 15% der Hilfen sind humanitäre Hilfen. Nur 1/8 aller Hilfen sind also humanitär und helfen den Menschen vor Ort direkt. Hier spiegelt sich der Kurs der NATO wider, sowie der ukrainischen und russischen Regierung. Alle Kriegsparteien streben nur noch danach, den Krieg zu gewinnen. Doch jeder Krieg wird durch Verhandlungen beendet. Ohne Friedensverhandlungen wird es keinen Frieden geben können. Allerdings gibt es seit dem 17. Mai keine Verhandlungen mehr. Beide Fronten sind verhärtet. Russlands Regierung pocht auf die Abgabe ukrainischer Gebiete, die ukrainische Regierung hingegen auf die Rückeroberung der Krim und den Sturz Putins. Es scheint den Regierungen nicht mehr darum zu gehen, den Krieg zu beenden, sondern darum, siegreich aus diesem Krieg hervorzugehen. In der deutschen Presse werden tote ukrainische Soldaten betrauert und zu Helden gemacht, wobei tote russische Soldaten geradezu gefeiert werden, mit einem Todeszahl-Live-Ticker, schon fast wie bei einem Fußballspiel. Karl Lauterbach ging im Wahn sogar so weit dazu, zu sagen, dass Deutschland im Krieg mit Russland sei. Die NATO und ukrainische Regierung streben, wie auch Russland, nach einem Krieg durch militärische Macht. Die Parole Frieden schaffen ohne Waffen scheint vergessen. Waffen sollen auf einmal Frieden schaffen. Es geht den G7 nicht darum, Menschenleben zu retten, sondern darum, einen Krieg zu gewinnen. Wenn an einen Sieg durch Krieg ohne Verhandlungen von der Bevölkerung und der Regierung geglaubt wird, dann ist das ein Zeichen für ein autoritäres System.
da es nur noch darum geht, andere durch Militäreinsatz zu töten oder zu vertreiben. An Sieg durch Krieg wird nur in autoritären Regimen gedacht. Ja. Danke. Ich bleibe dabei. Kein Ziel rechtfertigt einen Krieg. Wenn die Waffen sprechen, dann schweigt die Vernunft. Auf einmal scheint die Welternährung für die G7 eine Rolle zu spielen. Sicher, die Ukraine exportiert viel Getreide, aber global gesehen wenig. Allein in Deutschland wird 4-mal so viel Getreide an Tiere verfüttert, wie insgesamt aus der Ukraine exportiert wird. Tiernutzung ist prinzipiell ineffektiv, sodass entweder 10 Menschen von Getreide ernährt werden können oder stattdessen dieses Getreide an ein Tier verfüttert wird und stattdessen eine Person statt 10 Personen ernährt werden. Die Nutzung von Tieren muss aufhören. Danke für eure Unterstützung. Danke. Viele Probleme wie Welthunger und Pandemien gäbe es deutlich weniger ohne die Tiernutzung. Hinzu kommt die Umweltzerstörung durch die sogenannte Nutztierhaltung, die unser aller Lebensgrundlage bedroht. Es wäre wichtig, LandwirtInnen Hilfestellungen zu leisten, nachhaltig auf alternative, vegane Landwirtschaftsformen umzusteigen. Wenn es den G7 wirklich um Nahrungssicherheit ginge, würde es daher ausreichen, nur die deutsche Tierindustrie um 1/4 einzuschränken, um genug Getreide verfügbar zu machen, um den gesamten Export der Ukraine zu ersetzen. Doch stattdessen dachte die NATO darüber nach, bei der Versenkung der Schwarzmeerflotte mit Waffenlieferungen zu helfen und nahm somit das Risiko eines 3. Weltkriegs in Kauf. Angeblich, weil Russland die Ernährungssicherheit international bedrohe. Das ist eine dreiste Lüge. Unsere Tiernutzung und Ernährung gefährden die globale Ernährungssicherheit seit Jahren und Millionen Menschen mussten deshalb schon verhungern. Hier geht es also um einen weiteren Grund, der vorgeschoben wird, wie Welthunger, um Waffenlieferung und Hilfe beim Krieg zu legitimieren. Dabei richtet sich dieser Krieg, wie alle Kriege, gegen die Menschheit und ZivilistInnen. Die Zivilgesellschaft trägt die größte Last. 30.000 ZivilistInnen wurden bereits getötet. Über 6 Millionen Menschen sind bereits als Geflüchtete registriert worden. Davon sind 2,9 Millionen Menschen, fast die Hälfte, in Russland als Geflüchtete registriert worden. Einen NATO-Bündnisfall darf es nicht geben, da dies einen Atomkrieg bedeuten würde und den Preis zahlen nicht die Militärs, sondern alle ZivilistInnen, Tiere und die Umwelt. Dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden, für die Menschen vor Ort und auch um eine atomare Katastrophe zu verhindern. Diese droht durch das umkämpfte Kernkraftwerk Saporischschja jeden Tag, sowie durch die atomaren Arsenale von NATO und Russland. Alle deutschen Waffenexporte müssen endlich beendet werden. Daher G7, setzt euch dafür ein, Friedensverhandlungen wieder aufzunehmen. Nur durch Friedensverhandlungen können wir wieder Frieden haben. In diesem Sinne, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Für Frieden und Abrüstung. Atomwaffen entsorgen. Ich schließe mit einem Zitat von Robert Oppenheimer, einem der ErfinderInnen der Atomwaffen.
Dieser Erfinder der Atomwaffen war später einer der stärksten Gegner gegen die Atomwaffen, nachdem er den rücksichtslosen Einsatz der Atomwaffen durch die USA erleben musste. Jetzt kommt das Zitat Robert Oppenheimers. Wenn Atombomben als neue Waffen zu den Arsenalen einer kriegführenden Welt oder zu den Arsenalen der Nationen, die sich auf den Krieg vorbereiten, hinzugefügt werden sollen, dann wird die Zeit kommen, in der die Menschheit die Namen von Los Alamos und Hiroshima verfluchen wird. Die Menschen dieser Welt müssen sich vereinen oder sie werden zugrunde gehen. Vielen lieben Dank.